dass jeder seine Meinung im Rahmen des Grundgesetzes frei äußern kann, ohne dafür diffamiert und diskriminiert zu werden. Zu wenig Nudeln, für zu viel Panik, also ciao. And it's all just a little bit of history. Da drüben werden wir natürlich blockiert, wie immer rechtswidrig. Moin, liebe AntifaschistInnen. Danke, dass ihr heute hier seid, um den ImpfgegnerInnen und SchwurblerInnen entgegenzustehen. Anders kann die Antifa ja leider nicht. Die müssen leider immer rechtswidrig agieren. Sagen uns dann aber, wir sollen uns an irgendwelche Verordnungen halten. Ich rede hier heute stellvertretend für den AStA der Hochschule für angewandte Wissenschaft, die gewählte Interessenvertretung der verfassten Studierendenschaft. Heute vor 2 Jahren sind in Hanau 9 Menschen von einem rechten Terroristen ermordet worden. Dass ImpfgegnerInnen und VerschwörungsideologInnen an diesem Tag unter dem Deckmantel von Freiheit für Lehre und Wissenschaft mobilisieren, unterstreicht nur noch einmal, welchem Spektrum sie zuzuordnen sind. Als Studierendenvertretung positionieren wir uns ganz klar gegen die Bewegung Studenten stehen auf. Ich muss leider einmal darauf eingehen, immer wieder dieser billige Nazi-Vorwurf. Es tut mir leid, Nationalsozialismus heißt Sozialismus, das ist links, könnt ihr gerne nachgucken in den ganzen Geschichtsbüchern. Die Nazis waren die Linken und wenn ihr euch links verordnet, dann seid ihr deutlich näher an den Nazis als die Leute, die ihr als rechts verordnet. Außerdem finde ich es unmöglich, an einem Tag, wo ihr sagt, dass der rechte Terror in Deutschland so schlimm sei, dass ihr da den Nationalsozialismus verharmlost. Kurzum, es gibt nur noch die einzige logische Konsequenz und zwar ist das ein Ende aller Maßnahmen, eigentlich nicht am 20.03., sondern jetzt schon, aber ab dem 20.03. sollten wir alle nochmal ganz klar fordern, dass die Maßnahmen jetzt auch wirklich beendet werden und nie wiederkommen. Und auch die Maskenpflicht werden wir, oder werde ich zumindest, nicht weitertragen. Danke sehr, mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Wir stehen auf für die Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Echte Wissenschaft lebt von Unabhängigkeit und freiem Denken. Jeder Gedankengang, jede Idee soll a priori möglich sein und zur Prüfung und Diskussion bereitstehen. Wir fordern eine vollständige Transparenz bezüglich der Finanzierung von Forschungsprojekten und eine nachvollziehbare Darstellung möglicher Interessenkonflikte im Forschungsbetrieb. Dem inbegriffen ist eine gründliche Auseinandersetzung mit der Frage, welche gesellschaftlichen Folgen wissenschaftliche Erkenntnisse haben und welche ethische Verantwortung sie mit sich bringt. Wir fordern eine Sensibilisierung für Wissenschaftsmissbrauch durch nicht demokratisch legitimierte Interessengruppen und Aufklärung über erkenntnistheoretische Grundlagen. Wir sind für Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung und Dezentralität. Wir sehen dezentrale Strukturen in unterschiedlichen Lebensbereichen als einen effektiven und notwendigen Weg, um einer zunehmenden Machtzentralisierung entgegenzutreten und die Selbstbestimmung jedes Individuums zu stärken.